Ja, hallo liebe Leute, neues Video zu FreeCAD. Ich starte mal gerade FreeCAD. Da nehmen wir die Version 0.20 und ein bisschen warten. So, da ist die Datei. Heute Morgen ist mir ein Facebook-Post aufgefallen. Da hatte jemand ein Regal gehabt, der wusste nicht mehr, wo das herstammt. War ihm wohl mal geschenkt worden und er hätte sowas gerne und wollte halt eine STL dafür haben. Und dann habe ich da heute Morgen was konstruiert, aber ich fange jetzt nochmal neu an, in FreeCAD das zu konstruieren. Und zwar, das Ganze soll parametrisch werden. Das bedeutet, dass ein Spreadsheet erstellt wird und das Spreadsheet, das soll halt die Parameter enthalten. Wenn ihr hier sowas klackern hört, das ist mein Hund, der gerade ein bisschen hier malträtiert, rumrandaliert mit seinem kleinen Stoffhund. Okay, das zu dem Thema. So, dann legen wir los. Also ich habe hier eine Datei und wir sind im Part Design Modus standardmäßig. Ich wechsle jetzt einmal kurz in den Spreadsheet Modus und dann machen wir direkt das neue Spreadsheet. So, da ist das und dem gebe ich jetzt direkt einen Namen, und zwar, das heißt, wie bei mir so üblich, AAA, wenn man das dann gut tippen kann. Dann wechsle ich wieder hier auf die Zeichnung und dann gehen wir hier auf Fenster, anordnen nebeneinander. Dann haben wir die so nett nebeneinander. Dann kann man hier das so klein ziehen. Ich sag mal hier das C, das können wir ein bisschen größer machen. Da kommt gleich noch rein, worum es geht. Und das ziehen wir jetzt hier so bis da dran. So, dann fangen wir erstmal an, hier Parameter einzugeben. Was brauchen wir denn? Dieses Regal, das ist einfach eine Leiste. Die hat einen Schenkel, der an die Wand geschraubt wird, und einen Schenkel, der vorne ein bisschen so nach oben gebogen hoch steht, damit man da DVDs draufstellen kann, die dann nicht umfallen, nicht nach vorne rüberfallen. Okay, da brauchen wir erstmal Maße. Und zwar einmal den Schenkel, der an der Wand hängt. Also das machen wir mal, den nennen wir einfach Schenkel H. Die Schenkel H. Mal gucken, habe ich es richtig geschrieben. Jo, Schenkel H. Dann haben wir den Schenkel nach vorne. Schenkel L, nenne ich den mal. Schenkel L. Ich frage mich echt, wer um 20:56 Uhr hier im Haus bohren muss. Da kriegst du echt die Krise. So, dann haben wir ein Winkel, mit dem das Ganze so nach oben sein soll. Das heißt, der muss 90 Grad, ein bisschen weniger. Also wir machen erstmal hier 40 mm soll der Schenkel da sein. 40 auch der. Der Winkel, den machen wir mal auf 85 Grad. So, dann haben wir noch eine Materialdicke. Und das machen wir mal 2 mm. So, dann haben wir eine Länge. Das schreibe ich jetzt mal nicht mit Umlauten. Also das Ding, das soll lang werden, 300 mm. Und dann kriegt das noch so Klammern dran und da kümmern wir uns gleich drum. Also jetzt machen wir erstmal hier diese Parameter. Die möchte ich jetzt, dazu habe ich ein Makro installiert, das nennt sich Alias Manager. Dazu rate ich euch zu, das dringend zu installieren. Das könnt ihr, wenn das installiert hat, entweder hier aufrufen oder ihr macht euch wie ich hier, das macht glaube ich selbst sogar, wenn man es installiert, so ein Icon hier hin. Und dann kann man hier wählen von Zeile 2, das ist korrekt, bis Nummer 6. Das heißt, hier tragen wir eine 6 ein. Und okay, und dann sind diese Aliasse hier alle definiert. Hier hinter können wir jetzt noch schreiben, was das ist.
Aber das sind die Namen, die ich hinterher dann in der Zeichnung nutze. So, dann können wir das Ganze schließen und wir fangen einfach an. Wir wechseln jetzt wieder in den Part Design Modus und ich erzeuge hier erstmal eine Zeichnung. Da will er einen neuen Body, macht er automatisch auf der XY-Ebene. Okay. Und wenn wir jetzt hier auf Modell wechseln, sieht man, der hat einen neuen Körper erzeugt und einen neuen Sketch. Dem Körper können wir direkt DVD Regal heißt das Ganze. Und der Sketch, der ist ja offen. Und da fangen wir jetzt einfach an, hier diesen... okay, da habe ich gerade verschoben. Das können wir aber wieder hin, wenn man hier hinklickt. So, jetzt können wir das hier so verschieben. Und da wird jetzt ein Polygon reingezeichnet. Das heißt, wir gehen einfach hier auf die Funktion Polygon. Zeichnen hier bis da, dann zeichnen wir hier, das ist der Schenkel mit dem Winkel. Dann haben wir hier das und das und da wird es angeschlossen. So, das ist waagerecht, das ist schon mal richtig, die sind natürlich senkrecht. So, diese beiden hier, die sind bitte parallel zueinander. Beide selektieren, entweder wir wählen diese Funktion hier aus für parallel oder wir drücken die Taste P und dann haben wir hier einen Winkel da und da, das ist ein rechter Winkel. So, dann haben wir das Maß und das Maß, das ist gleich, also Taste E oder diese Gleichheitsfunktion hier wählen. Jetzt sieht man schon, das ist hier so ein bisschen eingeschränkt. So, jetzt können wir das Maß hier einfach mit dieser Funktion definieren. Da steht 2,92. Wir gehen auf diese F von X-Taste und hier, da geben wir jetzt ein Punkt Dicke. Und schon haben wir das definiert. So, dann machen wir das Maß hier. Das wird Punkt Schenkel H. Und das Maß hier, das machen wir Punkt Schenkel. Moment, wir müssen auf das F von X hier klicken, so dahin. Punkt Schenkel L. Das ist ja diese Länge vorne. Okay, so haben wir auch 40 mm. So, dann ist der Schenkel soweit schon definiert, aber wir haben immer noch diesen Winkel hier. Das heißt, ich selektiere jetzt diese beiden hier und gehe hier auf die Winkelbemaßung und da tippen wir jetzt hier ein Punkt und das Ding heißt Winkel. Danach ist das Ganze grün, das heißt, es ist komplett eingeschränkt. Wir können jetzt hier das Maß ändern. 85, das ist vielleicht ein bisschen knapp. Machen wir 80 daraus. Wir gehen einmal in den Sketch wieder rein und dann ist das hier auch 80. So, später muss man das so nicht mehr machen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier in die Aufsicht gehe, dann ist das das Regal, die Dicke hier, die machen wir mal zu 3 mm und schon ist das dicker. So hält mir das eigentlich, gefällt mir das besser, weil es eben so gedruckt stabiler ist. Okay, dann machen wir hier raus jetzt wir haben hier die Länge definiert von 300. Das heißt, ich selektiere einfach hier den Sketch und einmal eine Aufpolsterung, Länge F von X und da tippen wir rein AAA.LAENGE. Wir können auch hier aussuchen, was hätten wir denn gerne, dann nehmen wir den Wert. Okay, so und schon ist das Regalding eigentlich schon fertig. So, damit aber nicht genug, weil ich möchte hier natürlich noch so Befestigungsteile drauf konstruieren, wo dann Schrauben reingedreht werden und die sollen hier drauf und die definiere ich hier auch noch. Also die kriegen erstmal eine gewisse
Breite. Das heißt, da können wir mal 15 mm nehmen. Ja, machen wir 15 mm. Das heißt, B. Jetzt muss man sich da einen Namen, Breite und wie heißen die Dinger? B. Fest nenne ich das einfach mal. Das machen wir 15 mm. Dann haben wir die, kriegen eine gewisse Höhe. H befest. So, ich habe so eine Schieblehre hier und damit gucke ich nach, was machen wir denn da? Wenn die 15 breit sind, machen wir die ruhig mal 20 hoch. Und dann kriegen die einen Abstand hier von der Seite und von der Seite. Und zwar Abstand nenne ich das einfach mal. Und da machen wir auch ruhig 20 mm. So, da kommen gleich noch Löcher rein. Die machen wir aber zum Schluss. So, jetzt werden diese Teile hier konstruiert. Die sollen ja hier so oben drauf gesetzt werden. Das heißt, ich gehe erstmal hier auf OK, selektiere hier diese Fläche und erzeuge da eine neue Zeichnung drauf. Einfach indem man hier Skizze erstellen macht. Jetzt guckt man hier so drauf und kann jetzt hier so Rechtecke konstruieren. 2 Stück. So, einmal die Maße hier, die sind gleich, also beide selektieren, du und du. Das heißt, machen wir das nochmal, du und du. Dann Taste E drücken, dann sind die gleich. So, dann sind die beiden Maße hier auch gleich. Und der liegt da drauf, der da oben hoffe ich mal auch. Ne, das tut er nicht. Also machen wir hier, selektieren wir den Punkt und das und klicken hier auf diesen. Dann ist der auch da drauf. So, dann haben wir das Maß, die Dicke. Das heißt, das Maß, das wird jetzt Punkt Dicke. So, das Maß hier, das kriegt den Wert Punkt. So, da haben wir was vergessen. Ich gehe erstmal hier raus. So, die Maße müssen hier noch hier reingeholt werden. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier raus aus der Zeichnung und wir nehmen wieder den Alias Manager und dann tippe ich hier ein, da sind wir jetzt bei Nummer 9. Das heißt, die Nummer 9, einmal OK. Dann sind die auch gelb und dann kann ich die auch verwenden in der Zeichnung. Dann machen wir die Zeichnung wieder auf. So, das Maß hier, das wird jetzt, was haben wir da genannt? B befest. B befest. 15 mm. So, das H befest, das brauchen wir gleich. So, jetzt brauchen wir erstmal hier den Abstand. Und zwar von da nach da. Abstand, das wird jetzt die Punkt Abstand. Den können wir hier auswählen. Okay. So, dann haben wir hier die 20 mm. Können wir es auch hier so rausziehen. Und der andere hier, der muss jetzt da oben dran. Da haben wir aber keine Linie. Also nehmen wir das Maß hier zu dieser. Und da müssen wir jetzt rechnen. Das heißt, da machen wir ein Maß. So, das ist dieses Maß hier. Das kriegt auch einen Wert. Und zwar Punkt Länge. Minus Punkt Abstand. Gucken, ob wir es richtig gemacht haben. Okay, das sieht gut aus. So, dann haben wir die Zeichnung hier eingeschränkt. Da sind 20 mm. Da oben, da sind das dann auch die 20 mm durch meine Rechnung. Gerade mal schauen, 20 mm. Hier unten, das sieht
ähnlich aus. Okay, das sollte funktionieren. Man kann jetzt die Maße sich hier noch ein bisschen zurechtrücken. Und wir schließen das Ganze. So, dann liegt hier die Zeichnung drauf. Dann machen wir hier raus eine Aufpolsterung. Das machen wir mit der Funktion hier. Und die kriegt jetzt eine Höhe. Und zwar Punkt H befest. Da sieht man direkt, die sind eigentlich ein bisschen hoch. Können wir gleich. Aber wie gesagt, parametrisch heißt immer änderbar. So, jetzt kriegen die natürlich noch Löcher. Das heißt, ich selektiere hier so eine Fläche und mache eine neue Zeichnung. Gehen wir erstmal hier raus. Da eine neue Zeichnung. Und dann können wir hier unten anfangen. Da machen wir erstmal einen Kreis. Und den können wir hier auch machen. Weil da bemaßen wir direkt richtig. So, einmal die beiden Kreise, die kriegen den gleichen Radius oder Durchmesser, also Gleichheit festlegen. So, dann brauchen wir hier noch, dann machen wir D-Bohrung. Durchmesser der Bohrung. So, das Maß hier, das ist eigentlich fix, das ist die Mitte. Aber jetzt erstmal Durchmesser Bohrung, machen wir mal 7 mm. So, dann haben wir noch einen Abstand der Bohrung von dieser Kante hier. Also Absbohr nennen wir das Ganze. Und das sind dann die 40 mm plus diesen Abstand, und da machen wir jetzt einfach mal 8 rein. So, dann gehen wir kurz aus der Zeichnung raus, machen den hier neu. Jetzt haben wir 11 Stück. Einmal OK und schließen. Dann haben wir D-Bohrung und Absbohr auch noch in der Tabelle verknüpft. Wir gehen wieder auf die Zeichnung hier und dann wird hier bemaßt. Also dieses Maß hier. Also erstmal machen wir den Durchmesser. Fangen wir damit an. So, hier Durchmesserbemaßung. Das müsst ihr hier einstellen, ob ihr Radius oder Durchmesser bemaßen wollt. Ich habe das standardmäßig. In den meisten Fällen finde ich Durchmesser passender. Muss jeder selbst wissen. So, dann wird es selektiert und dann einmal hier hin. Punkt D-Bohrung. So, dann könnt ihr mit dem Cursor-Taste runtergehen und Enter drücken. Okay, zweimal Enter drücken und nochmal Enter drücken. Dann hat das Ding eine Bohrung von 7 mm. So, jetzt wird das ja hier noch so platziert. Das heißt, das kriegt einen Abstand hierzu. Und zwar, da gehen wir auf den Abstand hier. Und welchen Abstand kriegt das denn? Das kriegt den Abstand Punkt Abstand plus so muss ich B befest durch 2. Punkt B befest durch 2. So, dann ist das hier schön auf der Mitte. So, dann müssen wir das für den hier auch noch machen. Erstmal der und der, die sind vertikal zueinander, also Taste V oder aber diese Funktion hier wählen, dann sind die vertikal zueinander. Und jetzt kommt dieser Abstand hier zu dem, auch hier die Funktion. Da haben wir ja den Absbohr 8 mm und das heißt, das ist dann das Maß Punkt Schenkel H plus Punkt Absbohr.
So, jetzt kann man das so nehmen. So, der kriegt jetzt hier auch noch ein Maß, und zwar das Maß hierzu. Da muss er jetzt wieder ein bisschen rechnen. Das heißt, neuen Abstand. So, der ist Punkt Länge minus Punkt Abstand minus Punkt muss ich gerade BB fest durch 2. So, und dann haben wir den auch definiert. Jetzt haben wir die beiden Kreise richtig drin. Wir können die Zeichnung jetzt schließen und wir machen hier einfach ein Loch durch. Dann geht man hier auf durch alles, damit das auf alle Fälle durchgehend ist, auch wenn das Material mal dicker als 5 mm wird. Und dann haben wir das Teil soweit fertig. Jetzt kann man hier die Parameter, also diese Abspor von 8, das ist viel zu wenig. Wir können aber auch die Höhe der Befestigung auf 12 mal ändern. Ne, das ist zu knapp. 14. So sieht das schon besser aus. So wird mir das Ganze gefallen. Und dann kann man das jetzt speichern, die Datei, und kann die exportieren als STL. Und wenn einem das nicht gefällt, wenn das hier zu knapp ist oder man das schmaler haben will und die DVDs trotzdem noch gut drauf passen, dann kann man halt die Parameter ändern. So, Zusatzaufgaben, hier vorne noch eine Kante dran machen, dass die DVDs auch wirklich nicht vorne runter können. Alles gar kein Thema. Das heißt, hier auf diese Zeichnung hier, wir wissen ja das Maß von der Wand. Das heißt, und das ist aber auf dem Winkel, das sollte an sich aber keine Rolle spielen. Gerade mal überlegen, ich mache die Zeichnung mal hier. Und wir machen eine neue Zeichnung. Gerade mal schauen, da vorne müssen wir hin. Okay, die Zeichnung, das heißt, ich zeichne hier jetzt ein Rechteck rein. So zum Beispiel. So, das kriegt jetzt erstmal einen Abstand von da nach da. Und zwar, das wird Punkt Schenkel L. Das hat er jetzt nicht gemacht. Gucken wir nochmal rein. F von X, Punkt Schenkel L. Muss man auch richtig schreiben. Schenkel L. So, das geht bis da. Das Maß hier, das machen wir ruhig dicke. F von X wieder klicken und Punkt Dicke. So, dann wird das auch so dick, wie das Material ist. So, das hier, das ist schon mal richtig. Und da müssen wir jetzt nur noch das Maß hier bemaßen. Das wird Punkt Länge. Und okay. So, jetzt soll er natürlich nicht nach unten gehen, nach oben. Das heißt, ich schließe das. Die Zeichnung, da mache ich eine Aufpolsterung. Jetzt geht die nach unten. Dann kann man hier sagen Reversed. Und dann ist die da so durch. Das spielt aber keine Rolle. Das heißt, das kriegt dann hier ein Maß. Ich lasse es jetzt mal unparametrisch bestehen. Bei 10 mm. Das passt eigentlich immer. Und okay, und dann hat man hier vorne noch so eine Kante drauf, dass die DVDs, wenn das Ding hier jetzt wirklich so an die Wand geklatscht wird,
dass da die DVDs wirklich nicht vorne rüber können. Okay, und das ist parametrisch. Das heißt, ich sage jetzt, okay, der Winkel gefällt mir nicht, da hätte ich gerne 75. Dann wird das geändert. So, dann die Schenkellänge in der Höhe ist in Ordnung, aber das muss weiter nach vorne. 60, wird das länger. So, ich habe einen riesigen 3D-Drucker, der kann 500 mm. Dann wird das länger gedruckt. Und dann macht man den Export als STL-Datei. Ich würde das hier nicht so senkrecht drucken, sondern am besten liegend hier auf dem 3D-Drucker. Das geht. Dieser Überhang hier, den sollte man auch hinbekommen. Wenn man da nicht ganz sicher ist, dann kann man hier noch diese Linie selektieren. Und da eine Rundung machen, und die machen wir jetzt mal 5 mm. So, und dann ist das auf alle Fälle so druckbar, dass man das hier so hinlegt. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann einen Daumen nach oben, das bedeutet, dass ihr mehr solche Videos nicht nur von mir ganz einfach angezeigt bekommt. Okay, wenn euch das gefallen hat, würde mich freuen. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.